Ein Ring und etwas Bargeld fehlen. A ring and some cash are missing. Über wie viele Bücher haben Sie? About how many books do you have? Fast alle der Hunde am Leben. Almost all of the dogs are alive. Sind Sie allergisch gegen jegliche Medizin? Are you allergic to any medicine? Weil er krank ist, kann er nicht kommen. Because he is sick, he can't come. Bill hat viele originelle Ideen. Bill has a lot of original ideas. Putzen Sie Ihre Zähne nach jeder Mahlzeit. Brush your teeth after each meal. Können wir Rollschuh in diesem Park? Can we roller skate in this park? Können Sie nach den Kindern suchen helfen? Can you help look after the kids? Können Sie mir das Salz übergeben, bitte? Can you pass me the salt, please? Kämmen Sie Ihr Haar, bevor Sie gehen. Comb your hair before you go out. Könnte ich sehen Sie eine Minute, bitte? Could I see you a minute, please? Könnten Sie bitte den Tisch ab? Could you please clear the table? Können Sie mir ein paar Minuten Zeit? Could you spare me a few minutes? Debbie, ist Ihre Schule in der Nähe? Debbie, is your school near here? Hast du nicht einen Brief an ihn schreiben? Didn't you write a letter to him? Haben Sie einen Tisch auf der Terrasse haben? Do you have a table on the patio? Haben Sie einen Dollarscheine? Do you have any $1 bills? Wissen Sie, wie Sie dieses Feld zu öffnen? Do you know how to open this box? Weißt du, wie man Englisch spricht? Do you know how to speak English? Sie wissen, welche Farbe sie mag? Do you know what color she likes? Wissen Sie, wer diesen Roman geschrieben hat? Do you know who wrote this novel? Glaubst du wirklich nicht gut ist es? Do you really think it's no good? Haben Sie das Haus sehen? Es gehört mir. Do you see that house? It's mine. Haben Sie hier Vorab-Tickets zu verkaufen? Do you sell advance tickets here? Glaubst du, er ein guter Fahrer ist? Do you think he is a good driver? Glaubst du, ich meine Zeit verschwenden? Do you think I'm wasting my time? Ist es Schnee viel im Winter? Does it snow a lot in the winter? Haben Sie keine Angst, Fragen zu stellen. Don't be afraid to ask questions. Weine nicht. Alles wird gut. Don't cry. Everything will be okay. Schneiden Sie nicht in, während wir reden. Don't cut in while we're talking. Nicht unser Gespräch unterbrechen. Don't interrupt our conversation. Keine Sorge. Du kannst auf mich zählen. Don't worry. You can count on me. Staub war auf dem Schreibtisch angesammelt. Dust had accumulated on the desk. Erdbeben getroffen Japan häufig.
Earthquakes frequently hit Japan. Jedes Mal, wenn Sie reden, argumentieren Sie. Every time they talk, they argue. Gib mir ein Glas Wasser, bitte. Give me a glass of water, please. Haben Sie schon einmal auf einer Prüfung betrogen? Have you ever cheated on an exam? Haben Sie von ihm vor kurzem gehört? Have you heard from him recently? Haben Sie Ihre Medizin noch genommen? Have you taken your medicine yet? Er handelte, wie er das Hotel gehören. He acted like he owned the place. Er schrieb, sein Haus zu verkaufen. He advertised his house for sale. Er behandelt mich immer wie ein Kind. He always treats me like a child. Er bat mich, ihm das Salz zu übergeben. He asked me to pass him the salt. Er fragte mich, langsamer zu sprechen. He asked me to speak more slowly. Er fragte mich, wo mein Onkel lebte. He asked me where my uncle lived. Er kaufte eine Menge Mehl und Öl. He bought a lot of flour and oil. Er kann nicht so etwas getan haben. He cannot have done such a thing. Er kann sich nicht leisten, ein neues Auto zu kaufen. He can't afford to buy a new car. Er widmete sein Leben in sein Arbeitszimmer. He devoted his life to his study. Er starb, als er 54 Jahre alt war. He died when he was 54 years old. Er fand die Kiste unter dem Tisch. He found the box under the table. Er hatte keine andere Wahl, als zu fliehen. He had no choice but to run away. Er hatte eine gute Beherrschung der englischen Sprache. He has a good command of English. Er hat eine große Familie zu unterstützen. He has a large family to support. Er hat eine Menge Bücher über Geschichte. He has a lot of books on history. Er hat für eine lange Zeit krank. He has been sick for a long time. Er hat krank die ganze Woche im Bett. He has been sick in bed all week. Er hat sich die Haare einmal im Monat schneiden. He has his hair cut once a month. Er hat die Fähigkeit, den Job zu erledigen. He has the ability to do the job.